Jo, moin moin, hallo, hier ist wieder euer Howlin' Dog und zwar heute mal mit einem neuen Thema. Heute gehen wir mal in die Akustikgitarren rein, ja, für euch Einsteiger. Da habe ich ein super Modell, also ich bin damit sehr zufrieden, klingt gut, sieht gut aus, also gibt es auch noch in verschiedenen Farben, die stelle ich euch dann auch gleich vor. Aber ich habe heute was, was mich ein bisschen annervt an dieser Gitarre. Und das ist gerade für Anfänger wieder so eine Sache. Ihr sollt ja Spaß haben am Üben, nicht wahr? So. Und Spaß kriegt man nicht, wenn die Seitenlage zu hoch ist. Und das ist bei diesen Dingern, wenn die aus dem Karton kommen, meistens der Fall. So. Nun steht man natürlich wie ein Ochs vorm Berg, weil da gibt es keine Möglichkeiten, wie man das jetzt runterschrauben könnte. Oder man müsste auch dazu erstmal wissen, was muss ich beachten? Wie kann ich das machen? Was ist wichtig, dass das nachher nicht schnarrt oder keine Komplikationen gibt mit der Gitarre. Vor allen Dingen, wenn man da dran rumschraubt oder schleift, sag ich mal, dann hat man ja auch ganz schnell mal die Garantie verloren, wenn man es falsch macht. Ja? So, um euch das jetzt mal näher zu bringen, sag ich mal, nehmen wir das Ding hier mal schon mal ins Bild. Ja? Das ist eine schöne, wie nennt sich das Ding? Harley Benton D120 CENT. Ja, so schimpft die sich, eine Harley Benton, ja, ein schönes Gerät. Wirklich, kann man nicht meckern, ja. Hat ein Mahagoni hier, die Zagen und Rückseite ist Mahagoni-Holz, ja. Und meine hat hier eine schöne Fichtendecke. Fichte ist absolut schönes Holz für akustische Gitarren. Ja, weil das ist ein offenporiges Holz, das klingt richtig, ja. Und das Mahagoni ist eher so die harte Variante, da ist ein bisschen mehr Rums hinter. Das dichtet nach hinten mehr ab, ja, und lässt vorne schön raus, ja, den Klang. Ja, was gibt es noch zu sagen? Ja, wie gesagt, also, wenn man die Gitarre spielt, ja, da hat man ganz schnell diese Grifffinger, diese Seitenfinger, ja, wo dann hier in der Bockwurst so eine Kerbe ist, ja. Und auf Dauer, wenn man immer so runterdrücken muss, kann das ganz schön nervig sein. Also, was kann man tun? Das will ich auch heute mal zeigen, wie man an dieser Gitarre jetzt die Seitenlage runterkriegt. Aber zuvor muss man erst einmal was testen und prüfen. Ja? Wie sieht das mit dem Hals aus? Ist der Hals richtig eingestellt? Dazu gibt es hier drin eine Schraube, um entweder einen Bogen reinzustellen oder gerade zu machen. Konkav sagt man auch, ja. So. Und ein Hals sollte immer so gerade wie möglich sein. Das ist also ganz wichtig, weil wenn ihr hier so ein Loch habt, ja, dann fängt das entweder an, hier unten an diesem Buntstäbchen zu schneiden oder hier oben, ja. Weil meistens ist das, wenn ihr den zu konkav habt, dass er hier, wenn ihr hier reingreift, müsst ihr ja so ins Tal reindrücken, sage ich mal. Und das führt dann dazu, dass diese Bünde hier höher liegen und es schnarrt. Und das ist ja unschön. Das will ja kein Gitarrist haben, dass das jetzt hier anfängt zu schnarren, das Ding. So, also, was können wir tun, was können wir machen? Ganz einfach. Wir gucken erstmal, wie ist es überhaupt bestellt, wie ist das gekerbt hier oben. Hier unten ist auch klar, wir haben einen Griffbrettradius. Ich weiß gar nicht, ob die den hier angegeben haben, den Radius. Nee, sehe ich jetzt hier nicht. Ne? So, Rosecker ist das Griffbrett. Ja, und dann haben wir ja, Dreadnought mit Cutaway. Heißt, hier ist ein bisschen ausgeschnitten, ja, bei der Gitarre. So, den Radius von dem Griffbrett, hat einen Radius, ja. Es geht zur Mitte hin, kann man sagen, wie so eine leichte Brücke, ja. So, und genauso ist hier hinten der Sattel, ja. Der Steg, der ist genauso abgerundet wie der Hals, wie das Griffbrett, ja. Und so ist er auch gekerbt. Und da sollte man auch nichts dran machen, da an der Kerbung. Da gehen wir auch nicht bei. Das zeige ich euch gleich. Und zwar, wenn wir die Gitarre jetzt so vor uns haben, dann können wir schon mal testen, wie der Hals eingestellt ist. Dazu gehen wir hier auf den letzten Bund, oder wir können auch hier auf den 15. oder 12. können wir auch gehen.
Das ist nicht weiter wild. Dann sagen wir mal, wir gehen hier auf den 15. und oben in den ersten rein. So. Oder machen das so. Drücken hier runter und dann testen wir, so weit wie wir kommen, mit dem Finger in der Mitte, wie viel Seitenspiel noch da ist. Wenn wir beide Bünde hier runter gedrückt haben, ja, dann testen wir hier. Aha, so, hat gerade eben Spiel. Also, das heißt, er darf minimal Spiel haben, die Seite zu den Bünden hin. Ne? Nicht riesig runterdrücken, sondern nur eben gerade Luft haben, ja. So, dann sind wir schon mal im guten Bereich und können den Hals auch so lassen. Ja, wenn der jetzt zu stramm ist, das heißt, oder zu lasch ist, dann biegt er sich ja ein. Dann haben wir hier ein Tal. Und dann hast du natürlich dann kannst du hier unheimlich runterdrücken. Und das ist nicht gut. Ja? Dann müsste der ein bisschen straffer gestellt werden. Also bei Seitenspannung dreht er sich ein bisschen nach hinten. Ja? Gut. Wenn du das alles beachtet hast und das eingestellt ist, dann kannst du dabei gehen und sehen, wie viel hast du denn noch Luft an den Seiten. Ja, hier zum Beispiel, du kannst hier, ich zeige euch das mal, du kannst hier unheimlich runterdrücken, hier, da, siehst du das? Da, ja, und das ist schlecht für Spielen, wenn du schnell oder du willst ein Solo machen oder so, dann musst du hier schon richtig drücken, um irgendwie, ja, einen guten Klang rauszukriegen. Gut, ich kann das kompensieren, das ist ganz nicht das Ding. Nur, ich denke ja immer an die Anfänger, oder Anfänger sagen wir Einsteiger, die sollen das ja leicht haben. Wenn das meiste ist, wenn das nicht funktioniert an der Gitarre, dann geben die das auf. Ja? Und das ist das Problem bei der Sache. Die kaufen sich dann ein Instrument, das ist nicht gut eingestellt und schon hat man keine Lust mehr, irgendwas an dem Ding zu machen oder bringt sowieso nichts, schmeiße ich in der Ecke. So, und das ist alles schon wieder vergebens, ja? Das wollen wir nicht. Also, was können wir tun? Ganz einfach. So, nachdem wir getestet haben, dass der Hals und so weiter, dass das alles in Ordnung ist und auch, dass das alles klingt, bis in den letzten Grund rein, ja? Alles sauber, alles gut. Jetzt haben wir die Seitenlage, die wollen wir ein bisschen runterkriegen, ja? Die kann also hier, sag ich mal, locker noch, ich sag mal, Millimeter kann ich dem wirklich noch runterfeilen, ja? Und Millimeter ist eigentlich ganz schön viel, das ist nicht wenig. Also Millimeter ist schon eine Ansage, sag ich mal, ja? Die war noch höher, als ich sie gekauft habe. Ich habe schon geschliffen, aber es reicht noch nicht. Es ist auch ein bisschen Geduldsspiel bei der Sache, um das jetzt so einzustellen. So, ich zeige euch das mal, wie das ganz einfach geht, ja? Dazu braucht ihr, erstmal drehen wir hier die Seitenlose, ja? Kommen wir da schon ran, das gute Stück. Das sieht nicht so aus, ne? So, wenn ihr den nicht so zu fassen kriegt, sag ich mal, dann nehmt ihr eine Zange. Aber vorsichtig, alles mit Vorsicht genießen. Das kann schnell mal brechen, sowas, ja? Das wollen wir natürlich nicht. So, und dann nehmen wir uns den, siehst du, da haben wir ihn schon. So, jetzt zieht man da mal dran. So, jetzt kriegen wir ihn raus. Jetzt haben wir den Steg schon mal in der Hand. So, die Gitarre brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Jetzt haben wir den Steg in der Hand. Die Gitarre stellen wir mal wieder auf den Ständer. So. So, das ist der Seitensteg, Kinders. Da seht ihr das Ding. Ja? So, was machen wir jetzt? Jetzt machen wir Folgendes. Jetzt holen wir Schmörgelein. Ja, ich habe hier, was haben wir denn hier für eine Körnung? 240er Schmörgelein. Jetzt legen wir uns auf eine plane Fläche, wie ein Tisch oder sowas. Die sind ja meistens nicht so wellig. Und dann haben wir hier die Unterseite, ja, die nicht gekerbt ist, die in dem Brückenbock drin liegt. Ja, in dem Steg. Also, das Ding, das feilt ihr jetzt genau auf diesem Tisch, ganz gerade mit der Hand ab. So. Immer Stück für Stück. Müsst ihr mal gucken. Ihr habt die Seiten runtergedrückt, ihr seht ungefähr, ihr könnt auch mit dem Zollstock dahinter gehen, dann seht ihr, wie viel ihr reindrücken könnt. Also ich sag mal, einen Millimeter will ich jetzt hier abhaben. Und Millimeter ist echt eine Menge. Also, ich schleife jetzt hier mal was weg. Ja, okay? So, das zeige ich euch hier. Seht ihr? Immer schön Bewegung, immer gleichmäßig. So, immer schön schleifen. Ich sag mal, ich lasse das jetzt erstmal so. Dann geht ihr mal so ein bisschen schräge rauf, damit ihr diese
Kanten, die ihr jetzt vielleicht am Steg habt, dass ihr die auch so abschneiden könnt. Einmal so ein bisschen. So, siehst du wohl. Ja? Ich sag mal, jetzt ist ja ein kleines Stück. Jetzt ist er ein kleines Stück runtergekommen. Ja? So. Und dann, ich weiß jetzt nicht, ob es genau so ist, wie ich haben will, aber ihr setzt ihn dann wieder ein. Hier ins Ganze. Oh ja. Das hat jetzt was gebracht, Kenners. Also, da, ja? Da kann man das sehen. Jetzt. Es ist nicht mehr viel. Ja, da können wir jetzt greifen. Also das ist jetzt eine ganz lockere Angelegenheit, die wir hier haben. Das ist sehr schön. Also ihr seht das selber jetzt, ja? Das ist eine ganze Ecke runtergekommen. Also, da sind wir schon mal auf dem richtigen Weg. So, jetzt heißt das stimmt natürlich. Und dann mal testen, ja, was da draus geworden ist. Schauen wir mal. So. Ist klar, die Seiten. Wenn man die erstmal jetzt, da muss man noch ab und zu mal nachsetzen. Und stimmen. Das ist ganz klar. Ja, aber das kommt schon langsam wieder hin. Ne? Auf jeden Fall ist die Seitenlage jetzt wesentlich besser für dieses Gerät und lässt sich super spielen, ja. Jo, das war's eigentlich wieder. Ein kleiner Tech-Tipp und jetzt bin ich zufrieden damit, ja. Das hat mich schon seit, ich sag mal, Monaten genervt, aber ich bin da nie beigegangen. Und nun habe ich das mit euch zusammen gemacht. Schöne Erfahrung. Und vor allen Dingen, ich sage euch nochmal, was das hier für ein geiles Gerät ist. Für Einsteiger also wirklich top. Und zwar ist das eine Harley Benton D120 CENT. Harley Benton ist die Hausmarke von Thomann, von dem großen Musik-Thomann. Da kriegt ihr das Ding und ich werde euch das in die Beschreibung reinsetzen. Den Link kriegt ihr von mir. Da könnt ihr das Ding holen. Ja? Und also ich habe mit dem Teil Freude. Ich denke mal ihr auch. Und das Ganze, ich habe noch 75 € bezahlt für das Teil. Die gibt es jetzt hier schon für 74 € bei Thomann. Da macht man nichts verkehrt. Aber, wie gesagt, man muss die Seitenlage einstellen, weil die ist mega hoch und gerade für Anfänger nicht gut. Ja? Ihr müsst diese Gitarre hier, die könntet ihr so spielen. Ja? Und vor allen Dingen sind das ziemlich harte Seiten. Das sind die Werksseiten, die mitgekommen sind. Ja? Die solltet ihr vielleicht austauschen. Gerade für Anfänger gegen etwas weichere Seiten. Ja, das ist ein 10er-Satz hier, der hier drauf ist. Vielleicht für den Anfang, sag ich mal, nimmt ihr 9er Stahlseiten, ja, um überhaupt erstmal reinzukommen. Ne? Das ist also mein Tipp. Ja, etwas weichere Seiten zu nehmen, ne? Die nicht ganz so krass sind. Weil dann könnt ihr auch schon mal mit dem Ziehen so ein bisschen hier, ja, das ist hier schon mega. Ja? Also da muss man. Ne, ist ja auch mehr eine Rhythmusgitarre, aber gerade so am Lagerfeuer, ne, wenn du dann mit zwei Mann sitzt, die vielleicht beide so eine akustische Gitarre haben, und der eine macht dann mal ein bisschen Solo dazu. Ey, das hat schon Substanz, das Ganze, ne? So oldschool eben, ne? Wie man das so nennt. Ja, das dazu, bevor ich das vergesse, das Ding hat auch einen eingebauten Verstärker hier, ja? Also ein schönes Teil mit Equalizer hier, könnt ihr noch die Töne einstellen, Präsenz,
Batteriecheck hier, ja, Knopf, könnt ihr sehen, ob die Batterie dann auch in Ordnung ist. Dann haben wir hier noch einen Lautstärkeregler dran. Ja, das Ganze hier kannst du das Kabel reinstecken und so, ne, den Input hier, den Output Jack hier, ne. Ja, wunderbar. Wie gesagt, das ist Rosecker hier, der Steg. Dann haben wir hier natürlich das Plastik, ja, was ich hier jetzt abgeschliffen habe, ist ein Plastiksattel. Ja, also da kann man nicht verlangen, dass da jetzt Knochen drin sind oder oben auch, ne? Das ist das Plastik. Sie ist sehr gut verarbeitet, ja, wirklich, also sehr gut von der Lackierung her, vom Klang her. Ihr habt das jetzt selber gehört und so, da kann man nicht meckern. Also es ist ein schönes Teil, wenn man jetzt eine akustische Gitarre braucht. Ja, selbst die Dinger müssen heute nicht mehr teuer sein. Wenn wir solche Gitarren gehabt hätten, früher, ja, ich glaube, dann wäre ich heute auch weiter gewesen, anstatt unsere Sperrholzbretter. Für teuer Geld, damals noch für teuer D-Mark. Heute, also was hier aus China kommt, vor allen Dingen auch die großen Namen, ja, das will ich euch mal ganz ehrlich sagen, die haben kaum noch Fabriken in ihren Heimatländern. Das geht alles über China. Ja, allein schon preismäßig. Ja. Und deswegen, wir kriegen heute super Gitarren für günstiges Geld, da kann man nichts verkehrt machen. Und das ist das A und O, ja. Und gerade für Einsteiger, das ist hier eine schöne Sache, ja. Jetzt gibt es natürlich auch Namenfetischisten, sage ich mal, die müssen natürlich auch eine große die müssen eine große Marke haben, um, sage ich jetzt mal, bühnentauglich zu sein oder sonstiges. Das war mir schon immer egal. Ich habe das genommen, was gut spielt, ja, ganz einfach. Und es war mir auch egal, was da für ein Name drauf steht. Ja? Und wenn der Name doof war, dann habe ich sogar abgemacht und das Ding war einfach nur blanko. Ging auch. Ja? Oder ich habe mir die Gitarre selber zusammengebaut, so wie ich sie brauchte. Und das ist das A und O, finde ich, und da solltet ihr auch dran festhalten. Namen sind nicht alles. Ja? Und deswegen in dem Sinne immer weiter mit Low Budget und ich zeige euch ab und zu mal ein paar Tricks und so. Schaltet wieder ein. Danke fürs Zusehen. Und ja, den Link, wie gesagt, packe ich euch unten rein. Und ich hoffe, dass das Video nicht schon wieder zu lang geworden ist. In dem Sinne, ciao, ciao, euer Howlin' Dog. Wir sehen, wir hören in der nächsten Folge. Jo, bis dann und tschüss.